Hallo, wir sind's, Piranhas, 2 Stück. Willkommen bei Piranha Becken TV. Heute mit dem Thema Events 2019. Genau. Ja, was heißt Events, wo was los ist. Richtig. Ja. Wo ist denn was los? Finde ich eine total spannende Frage. Naja, vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass ja jetzt im Laufe der letzten Monate einiges an News rauskam, die mich so ein bisschen stutzig gemacht haben. Auf der einen Seite gibt es so einen Trend, dass zum Beispiel große Publisher sich von den großen Messen zurückziehen. Ja, irgendwie, dass verschiedene Auftritte, die vorher irgendwie selbstverständlich waren, ne, gar nicht mehr vertreten sind und sich dann Leute fragen, ist das Ende der großen Messen? Warum machen die das? Ja. So, und dann fragt man sich gleich, was bedeutet das eigentlich für die großen Messen, wenn da viele nicht mehr vertreten sind? Und warum gehen die da nicht hin? Also ich weiß zum Beispiel, auf Seiten eines Publishers oder auch eines Entwicklers ist es super teuer, sein Produkt auf so einer Messe überhaupt zu promoten. Ja, du musst die Standgebühren bezahlen, du musst die Internetgebühren bezahlen, du musst Hotel und Kost und Logis für deine ganze Crew bezahlen, du musst die ganzen Wenn man eine Party organisiert hat oder eine Hochzeit, der weiß, wovon wir hier reden. Ne? Richtig, und das ist dann meistens eine ganze Woche, vielleicht sogar noch mit Flug und allem drum und dran ist das eine riesige, teure Sache und man weiß nicht, was für einen Effekt das hat. Also du kannst schlecht messen, wie viele Leute von denen, 200, die jetzt irgendwie die Bühnenpräse gesehen haben, kaufen dann am Ende das Produkt. Oder wenn es eine Live-Übertragung gibt, vielleicht ins Internet, wie viele sind denn jetzt neugierig geworden und solche Sachen. Das ist sehr schwer messbar. Es ist vor allen Dingen ein Prestigeding, auf so einer Messe überhaupt vertreten zu sein, mit vielleicht einem coolen Stand und solchen Sachen. Und man kriegt natürlich Aufmerksamkeit, aber wie viel ist schwer zu sagen. Und jetzt haben zum Beispiel viele sind hergegangen, vor allen Dingen zum Beispiel in Amerika, auf Los Angeles E3, sage ich jetzt mal so als Klassiker, da haben viele sich Hotelzimmer gemietet und haben dort ihre Spiele promotet und gezeigt, sodass die gar nicht mehr auf die E3 mussten und die ganzen Kosten nicht betragen, und dann haben die irgendwelche Journalisten einfach ins Hotelzimmer gelockt. Ne? Das will der Veranstalter natürlich nicht und dann gibt es Diskussionen. So, das ist die eine Seite. Ist ja eigentlich auch ziemlich clever, ne? Man spart sich die ganzen Kosten, man ist trotzdem irgendwie da, wo die Leute sind, ne? Wo sie hinkommen. Ja. Und wenn das jetzt Schule macht oder so, dann wird es immer mehr davon geben. Ne? Das ist interessant. Ja. Ne? Aber es ist momentan für mich gefühlt eher noch so ein amerikanisches Phänomen. Ja. Oder in Moskau, da gab's das auch. Ne? In unserem Hotel in Moskau, bei der Igromir, war auch irgendein größerer Publisher, der in unserem Hotel eine komplette Etage gemietet hatte und da im Grunde genommen so wie Workshops oder Interviews oder Präsentationen gemacht hat. Richtig, genau. Ja, kann man sich fragen, ob die Etage oder der Konferenzraum jetzt billiger ist, als jetzt ein Stand auf der Igromir. Das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Wird schon irgendeinen Sinn gehabt haben, ne? Ja. So, das sind jetzt so diese großen Dinger. Auf der anderen Seite haben wir aber auch jetzt ganz viele kleine, die irgendwie aus dem Boden sprießen. Jetzt ganz aktuell, in einem Monat oder 2 ist irgendwie hier die, wie heißt sie noch in Leipzig, eine neue kleine Messe? DreamHack? DreamHack, genau. Die ist noch gar nicht so alt. Ja. Die EGX ist neu aus dem Boden gesprießt. Ja. Die TwitchCon kommt jetzt irgendwie neu nach Deutschland. Dann gab es letztes Jahr auch ganz viele, die jetzt irgendwie nicht so eine Größe haben wie so eine Gamescom. Ich meine, das ist ja auch schwer zu erreichen, aber die irgendwie für eine bestimmte Gruppe immer mehr Sachen anbieten und die sprießen aus dem Boden und bieten den Leuten was an. Wir machen das ja auch hier in Essen, ne? Im Unperfekthaus, Art & Games, ne? Hatten wir letztes Jahr, so 2018, auch so eine Art kleine Convention gemacht, zusammen mit einigen Streamern, wie Densen86, dem Olli Petri vom Unperfekthaus Art & Games, dann hatten wir die Entwickler Sluggerfly dabei. Wir selber hatten sehr viele Sachen da gemacht, Vorträge gehalten, Karaoke-Party-Zeugs hatten wir auch schon mal eine Sendung zugemacht. Genau. Ne? Das ist richtig, ja, das machen viele. Aber es macht ja auch Sinn. Ich meine, irgendwo wächst die Branche ja. Es gibt immer mehr Menschen, die in der Branche arbeiten. Es ist immer noch überschaubar. Also man kriegt, glaube ich, die deutsche Games-Branche immer noch in ein Stadion. Locker in ein Stadion rein, ne? 2, 3 Mal auf Schalke. Ne?
Also, kommt auch in welches Stadion. Also 60.000 Leute irgendwie. Mehr sind, also ein Drittel, das wären 20.000, vielleicht 10.000 Menschen oder so entwickeln Computerspiele in Deutschland. Mehr ist das nicht, ne? Da kommt drauf an, wenn du alles mit hinzuzählst. Ja, gut, wenn du die Publisher, aber es ist halt die Größenordnung ungefähr. Ich weiß nicht, ich habe die nicht gezählt, ne? Kann man auch schwer machen. Aber so, gefühlt ist das halt so, ne? Und das wird größer. Und dann guckt man halt irgendwie, wo kann man auf sich aufmerksam machen? Wo sind die Menschen, wo kommen die hin? Die Leute haben auch Bock auf solche Conventions, ne? Viele haben keinen Bock vor den großen Kartons bei der Gamescom zu stehen und 4 Stunden zu warten, sich ein Spiel anzugucken. Also orientieren sie sich an kleineren Dingern, so, ne, kleineren Conventions, damit sie da irgendwie eher hinkommen und so. Obwohl man muss dazu sagen, TwitchCon ist ja jetzt auch eher so eine Streamer-Sache, weniger irgendwie ein Game promoten, aber irgendwie verwachsen und verwurschteln, verschmelzen diese ganzen Themen miteinander und man hat damit zu tun, ne? Art and Games, ne, ist ja auch so ein Ding, das heißt Kunst und Spiele, irgendwie hat das schon miteinander zu tun, auch irgendwie Entertainment hat damit zu tun, ne, sehr viele Online-Leute im Internet, immer mehr Privatfernsehen, nenne ich das jetzt mal, auf Twitch oder YouTube oder sowas oder andere Plattformen sprießen aus dem Boden, das ist halt im Kommen so, ne, dass man jetzt gar nicht mehr so die öffentlich-rechtlichen oder etablierten Fernsehsender sich anguckt, sondern tatsächlich mehr so die kleineren, ne, dass das also Splittergruppen sind oder Subkulturen, kann man das auch nennen, so ein bisschen, ne? Ja. Was super spannend. Uns zu der ersten Frage bringt, warum geht ihr denn überhaupt oder geht ihr überhaupt auf Messen oder solche Events und wenn ja, auf welche und warum? Ja, wir machen ja aufgrund unseres Jobs eigentlich alles. Wir gehen auf die Kleinen, wir gehen auf die Großen. Ja, wir machen auch so ein YouTube-Zeug hier. Ne? Haben wir früher ja auch nicht gemacht. Ne? Nicht, weil wir YouTuber sind oder was, ne? Sondern weil wir halt Community-Arbeit über diesen Wege machen können. Das heißt, wir können Dinge erzählen, was jetzt gerade so aktuell ist, worüber wir uns Gedanken machen und so weiter. Jetzt vielleicht nicht konkret aufs Spiel, weil es immer sehr schwierig ist, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber um ein bisschen von uns hören zu lassen, so was wir jetzt gerade machen, wie wir denken, wie unsere Sachen funktionieren, konkrete Themen irgendwie anzusprechen und so weiter. Und das funktioniert sehr gut. Ja, die nächste größere Veranstaltung, die wir jetzt besuchen würden, wäre tatsächlich die TwitchCon aus reiner Neugier. Ja. Ne? Die soll jetzt in Berlin zum ersten Mal sein und das finden wir spannend. Mal zu gucken, wer schlägt denn da auf, wie machen die das überhaupt, was wird da promoted, und wen trifft man da? Das ist interessant und deswegen gucken wir uns das an. Ne? Und ich finde eigentlich jede Messe, die wir bisher so besucht haben, hatte immer irgendwie ihr eigenes spezielles Ding, was sie interessant gemacht hat. Ne? Unbedingt. Wir machen das zum Beispiel so, wenn wir auf so eine Gamescom gehen, dann gehen wir nicht einfach irgendwie blind daher und stellen uns in die Masse, werden erschlagen und wissen nicht mehr, wo wir uns jetzt als nächstes anstellen sollen, sondern wir machen uns tatsächlich vorher einen Plan. Ja, wir schreiben uns die Sachen auf, die uns interessieren, welcher Publisher interessiert uns, welches Spiel würde ich gerne mal anzocken, welche Persönlichkeit würde ich gerne mal vor die Augen bekommen und dann machen wir uns einen Plan, in welcher Halle man was zu welchem Tag findet und dann klappern wir die ab. Ja, der eine Tag Cosplay, der nächste Tag zocken bei den Publishers, der nächste Tag irgendwie fressen mit der Community und so ist dann irgendwie so Saufen. Ne? Und am Ende meistens irgendwie Merch abstauben, weil den muss ja irgendwie wieder zurückschleppen. Ja. Und dann hat man so einen Plan, da habe ich mich nie gefragt, also ich habe nie wirklich irgendwo lange angestanden, ne? Wenn da irgendwo so ein großer Publisher ist und irgendwo ein Riesenspiel, stelle ich mich meistens gar nicht an, sondern ich gucke mir eher so die kleinen Sachen an. Ne? Ja, es ist halt, die härteste Währung ist die Leidenschaft. Und wenn man für eine Sache brennt, dann stellt man sich auch mal 4 Stunden an. Finde ich völlig legitim. Ja, würde ich wahrscheinlich genauso machen. Wenn ich jetzt sage, boah, da habe ich jetzt so einen Bock drauf oder so, verstehst du? Aber es ist halt immer, es gibt halt sehr viele Sachen, die man so tun kann auf so einer Messe. Auch auf einer Gamescom, auch wenn man glaubt, da sind nur Kartons, wo man ansteht. Ja, alleine die Halle 10, ja, oben und unten, 10.1, 10.2, ja, da gibt es so viele unterschiedliche Dinge, die man da machen kann, Cosplay, da gibt's halt die ganzen Indie-Entwickler in der unteren Etage, diese ganzen Leute, die da mit ihren Tarnanzügen sich mit irgendwelchen, keine Ahnung, so Schaumstoffdingern auf die Mütze hauen oder, da gibt's halt so viele unterschiedliche Dinge, ich finde das super spannend, ne, die haben eine komplette Halle nur mit Merchandise-Artikeln, ja, und so weiter. Und dafür ist es ja dann auch okay, draußen rumhängen, mit Leuten sich unterhalten. Man braucht sich eigentlich nur auf diese komische, ich weiß gar nicht, wie heißt das,
Galeria oder so ähnlich, diese Mittelteil da. Ne? Man braucht sich eigentlich nur irgendwie draußen hinstellen in diesen mittleren Teil und so und darauf warten, dass irgendwelche Leute vorbeikommen und so, die mal ansprechen oder ihr werdet angesprochen, wenn ihr irgendwie cool verkleidet seid oder sonst irgendwas. Da kann man echt coole Sachen machen. So, ne? Wo hast du auf der Messe mal am meisten angestanden? Wenn du jetzt sagst, an der Frittenbude, das zählt nicht. Nee, ich habe angestanden bei Fallout 3 damals. Da warst du dabei. Ne? Da haben wir ziemlich lange gestanden. Weil ich hatte Fallout 1 und Fallout 2 gespielt und fand das total super. Ja, dass jetzt der Sprung zu 3D, ne, Ego-Perspektive, ne, mit einer Mini-Atombombe sich werfen, so, das fand ich schon ziemlich spannend. Ja, die hatten dann auch so ein Video da gespielt, so ein B-Roll oder was, ne, da hat einer dann referiert, ich fand das toll. Also für mich hat sich das gelohnt, weil ich dafür gebrannt habe, für dieses Produkt, so, ne. Und das kann ich gut nachvollziehen. Also da lohnt sich das schon. 4 Stunden, vielleicht jetzt nicht so. Ich glaube, 4 Stunden hätte ich da nicht gestanden. Ich glaube, wir haben 1 Stunde gestanden oder sowas. Ne? Oder 45 Minuten. Oder das lässt man sich noch gefallen. Ne? Ne? Cyberpunk haben wir uns angeguckt. Da haben wir auch 1 Stunde gestanden. Ja, in dem Karton. Ne? Da konnte man sich aber auch ein bisschen unterhalten mit den Leuten und so. Ne? Das war dann okay. Ja. Ne? Die Präsentation hat sich auch gelohnt. Das war toll. Ja. Ne? Und das letzte Mal an der Schlange gestanden habe ich tatsächlich auch bei Fallout 4. Ja, guck. Ne? Ja. Und dann habe ich tatsächlich auch noch so eine Maske abgestaubt. Ja, stimmt. Pip-Boy-Maske, ne? Und ein T-Shirt. Ja. Ja, also von den Jungs von CD Projekt, ne, haben wir ja auch eine Trophäe bekommen dann auch, ne? Ja. Diese Figur und so weiter, ne? Total cool. Ja. Dann wird man am Ende dann auch belohnt, das ist schön. Ja. Ja, was erwartet ihr denn von so einer Messe, wenn ihr da hingeht? Also was würde euch besonders freuen? Sind das eher die Persönlichkeiten, die ihr da treffen könnt? Oder ist es tatsächlich irgendwelche Spiele, die man da anzocken kann? Finde ich ein total spannendes Thema. Entscheidet ihr euch spontan oder plant ihr das lange vor? Ne? Gerade Gamescom hier, wenn man da nicht ein Jahr vorher irgendwie ein Hotelzimmer bucht, wird das richtig teuer, ne? Ja. Weil die super schnell ausgebucht sind und so. Ich habe gehört, Köln rüstet jetzt nach, was Hotels angeht. Viele werden gerade gebaut, gerade um Deutz herum. Wo, weiß ich nicht, aber haben sie wohl gesagt, die Stadt. Aber momentan ist es tatsächlich echt noch nicht so einfach, da zu übernachten, ne? Wenn du da nicht gerade einen Kumpel hast, der in Köln wohnt. Ne? Ja. Wie lang darf die Anreise sein? Ja. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, was ihr so macht und wir gucken uns das dann an und sind auch gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ja, finde ich auch echt spannend. Genau, ne? Ja, Messen im Ausland, ne, hatten wir erwähnt. Die Igromir hatten wir erwähnt, dann die E3 hattest du erwähnt. Ne, ja, ne? Welche sind im Ausland denn interessant? Ja, das ist auch immer im Wandel tatsächlich, ne? E3 war immer lange irgendwie das Ding, was in aller Munde ist, ne? Amerika, ja. Mittlerweile wir haben zum Beispiel Elex auch promotet auf der PAX, in Seattle, in Boston und so und also überall. Ja, wir waren in Europa, auch in London und in Polen viel vertreten. Jetzt zuletzt waren Kollegen von uns in Paris. Ne? Das sind so die in Europa und ganz groß auch, dass sehr viele jetzt zunehmend auch nach Asien gehen, um dort ihre Projekte zu zeigen. Ne? Jetzt ganz aktuell ist wieder in Japan Großmesse. Ne? Tokyo Game Show ist bestimmt auch interessant, bin ich noch nie gewesen. Soll sehr beeindruckend sein. Peking soll sehr beeindruckend sein, das wird auch immer größer. Ne? Und da zieht es auch viele jetzt hin, um zu gucken, ob da ein Markt ist, der vielleicht auch interessant sein könnte. Ne? Ja. Ja, und hier, ja gut, nach der TwitchCon gehen wir auf jeden Fall noch auf die CCXP dieses Jahr, weil wir gerne... weil wir eher PC-Fans sind. Genau, wir sind ja immer gerne hingegangen. Ja. Leider fällt die genau auf die Comic-Con in Stuttgart. Da sind auch alle ein bisschen unglücklich drüber. Ja. Ne, auch der Veranstalter. Aber naja gut, es ist nun mal so und dann werden wir zumindest da mal schauen, wie das ist. Wir gucken uns das auf jeden Fall an. Genau. Ne? So, kommen wir zur Community-Frage. Ja, die Frage ist, warum liked oder beantwortet ihr denn nicht immer unsere Kommentare unter den YouTube-Videos hier unten drunter?
Die Antwort auf diese Frage ist vor allen Dingen aus Zeitgründen. Wir haben uns gefragt irgendwie, wie können wir das machen, wie können wir das stemmen, irgendwie dieses YouTube-Format überhaupt aufrechtzuerhalten. Und wenn man anfängt, irgendwie den einen oder anderen irgendwie zu liken, ne, da ab und zu total sporadisch haben wir das mal gemacht, aber irgendwie... Ja, ich habe in letzter Zeit auch öfter mal Dinge, die mir gut gefallen haben, geliked. Ne? Also... Und gucken wir uns auf jeden Fall. Wir lesen jeden Kommentar. Genau, wir lesen jeden Kommentar und wir beantworten diese Kommentare in der Regel nicht, weil es einfach nebst der ganzen Social-Media-Arbeit, die wir sonst noch zu tun haben, einfach unwahrscheinlich viel Zeit frisst. Ja. Und stattdessen haben wir uns dann gedacht, wie gehen wir damit um und haben diesen Community-Sektor ins Leben gerufen, picken uns dann Fragen, die ihr habt, raus und nehmen sie halt eben, so wie jetzt gerade, als Community-Frage. Erstens ist es dann schöner, wenn man irgendwie persönlich eine Sache tatsächlich vor der Kamera beantwortet bekommt, finden wir, und wir können das unterbringen, ohne dass irgendwie ein Sonderposten entsteht. Und wir hoffen, dass eure Fragen so nach und nach dadurch auch beantwortet werden. Ja, hoffentlich ist diese Frage damit auch beantwortet. Kommen wir zur nächsten Sektion der Trophybox. Hui! So, da fangen wir mal an, ja, weil es gerade so schön zum Thema passt. Ja, mit diesem Ding hier. So, genau, das haben wir nämlich tatsächlich zu Weihnachten gekriegt. Ja. Da haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Das ist ein Ding, da muss man tatsächlich mehrmals hingucken. Das ist eine Karte. Und wenn man da mal genau hinguckt, da ist die Weihnachtskugel noch nicht genau fertig. Da steht nämlich unten drauf, Coming when it's ready. Ja. Okay. Sehr schön. Ja. Das ist eine Weihnachtskarte für uns von CD Projekt Red. Vielen lieben Dank an der Stelle. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Das sind auch die ganzen Leute, die die Präsentation gemacht haben auf der Gamescom letztes Jahr. Genau. Da haben wir eine persönliche Widmung bekommen von denen. Hat uns sehr gefreut. Total. Vielen, vielen Dank. Lieb. Ja. Das ist geil. Wo wir schon mal beim Thema waren, ne, dass wir uns Cyberpunk angeguckt haben. Wir freuen uns schon auf das Spiel. Ja, ich drücke ganz fest die Daumen, dass das klappt, alles richtig schön rund läuft. Ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und seid auch bitte nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Becken TV. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ich bin total verpeilt. Und du hustest die ganze Zeit. Das kriegt man so nicht mit, aber wir sind total durch.